Bei dieser Gleichung handelt es sich um eine Exponentialgleichung, weil die unbekannte x als Exponent auftritt. Wir werden diese jetzt lösen und beginnen werden wir damit, diese Potenz umzuschreiben. Dieses 2 hoch 2 mal x plus 2 kann man auch in diese Form schreiben, 2 hoch 2, das Ganze hoch x plus 2. Denn hier werden die Exponenten miteinander multipliziert, wie es ja am Anfang der Fall war. Das 2 hoch 2 ist 4, dieselbe Basis wie da. Also haben wir jetzt links und rechts dieselbe Basis. Hier steht 4 hoch x plus 2 und hier steht 4 hoch x plus 2 plus 1. Also können wir aus dieser Differenz 4 hoch x plus 2 ausklammern. Zwischen Klammern bleibt dann noch 4 hoch 1 minus 1. 4 minus 1 macht 3. 192 geteilt durch 3, das macht 64. Und jetzt haben wir eine ganz einfache Exponentialgleichung. Potenz gleich, wenn wir es schaffen, diese Zahl in Potenzform von 4 zu schreiben, dann haben wir eine Gleichung Potenz gleich Potenz mit derselben Basis. Und das ist hier möglich, denn 64 ist genau dasselbe wie 4 hoch 3. Wenn wir in einer Gleichung nur noch das haben, Potenz gleich Potenz, sonst nichts, und das mit derselben Basis, dann können wir die Exponenten gleichstellen. Warum? Weil für jede Exponentialfunktion gilt, für einen bestimmten y-Wert gibt es einen und einen einzigen x-Wert, von dem dieser y-Wert das Bild durch die Exponentialfunktion ist, und deshalb kann man hier diese Exponenten gleichstellen. Zur Rechtfertigung genügt es zu sagen, jede Exponentialfunktion ist stetig und streng monoton. Streng monoton bedeutet streng fallend oder streng steigend. Da x plus 2 3 sein muss, muss x 1 sein und somit haben wir die Lösung von dieser Exponentialgleichung gefunden. Die einzige Lösung ist die Zahl 1 und schon ist diese Übung beendet.